Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein. In dieser magischen Stunde des Augenblicks, des neuen Jahres, des Moments, des Seins. Wir sind durch euch hindurch und erleben den Wandel der Welt, den Wandel des Wesens, des Seins, des Bewusstseins. Wir erleben den Wandel. Bezeugen, bewirken den Wandel, bewundern den Wandel und sind durch den Wandel hindurch doch immer das, was ist, die reine Liebe, das reine Licht, so wie du es bist, wie alles es ist. Wir möchten euch, dir, in dieser heutigen Botschaft in eure Essenz Klarheit verschaffen, Klarheit über das, was ihr seid, über das, was ihr wirklich seid. Die Verwirrung der Identität, die Verwirrung gegenüber den anderen Menschen, gegenüber den Angeboten, die ihr bekommt, gegenüber den Forderungen, Erwartungen, Ansprüchen, die euch entgegengebracht werden. Die Verwirrung kommt aus dem Hin- und Her-Switchen zwischen dem, womit ihr euch identifiziert, dem Leben, das ihr intendiert als Gesamtes zu einem Meisterwerk zu machen, und eurem reinen Sein, dem Losgelöstsein von dem einen Meisterwerk von Leben, dem Losgelöstsein von dem, was ihr seht, wenn ihr in den Spiegel blickt, was ihr seht, wenn euch jemand abbildet, beschreibt, fotografiert oder über euch erzählt. Ihr seid hin und her gerissen, hin und her geworfen, switcht hin und her zwischen dem Identifiziertsein mit eurer Form, mit eurem Leben, eurem Individuum und eurer Formlosigkeit, eurem Fühlen, eurem Sein, eurer Selbstverständlichkeit von das bin ich, denn das fühle ich. Und was ich fühle, das ist, und was ist, das ist realer als jede Form, jedes Abbild, jede Begrenzung, jede Beschreibung, jede Wahrnehmung. Wir ermutigen euch zu fühlen, was ihr seid, nicht zu vergleichen, was ihr seid mit dem, was ihr seht im Spiegel im Außen, durch das, was auf euch zurückgeworfen wird, wie andere euch beschreiben, euch wahrnehmen, ihr euch selbst wahrnehmt. Wir inspirieren euch zu fühlen, denn allein im Fühlen liegt die Wahl eurer Frequenz. Allein im Fühlen lebt ihr, was ihr wisst zu wollen, was ihr wollt zu sein, was ihr als Anspruch, Anforderung an euch als Maßstab angesetzt habt. Allein im Fühlen ist real, was ihr seid. So erleben viele von euch, dass das Fühlen nicht immer in Übereinstimmung ist mit dem Standard, den ihr hegt und pflegt, den ihr transportiert, nachdem ihr lebt. Der Standard mag sein, dass ihr immer in der Liebe sein wollt, dass ihr immer in Liebe reagieren wollt, agieren wollt, dass ihr immer als Liebe euch verhalten wollt. Doch die Frequenz mag mal diese, mal jene sein. Das Fühlen mag mal
von hoher Glückseligkeit und Freude, mal von Traurigkeit und Nachdenklichkeit, Nachfühligkeit sein, mag mal in einem Modus des für sich sein wollens, nicht gestört sein wollens sein und mal in einem aufgeschlossenen, aufgeweckten Zustand. Euer Fühlen ist so vielfältig wie die Farben des Regenbogens, und wir sagen hier nicht die Farben, die vereinfacht werden, reduziert auf ein paar wenige. Wir sagen hier alle Farben, alle nur denkbaren, nur vorstellbaren, nur kreierbaren Farben des Lichts, die so anders aussehen können als Licht. Ihr seid dies alles, könnt dies alles fühlen, nur wenn ihr all diese Farben, all dieses Fühlen in euch erlaubt, genießt, zulasst und ausdrückt, im Ausdruck erlaubt. Nur dann fühlt ihr euch wirklich vollständig, seid ihr wirklich frei in eurem Sein, nicht begrenzt auf eine Farbe, die Farbe, die ihr die Farbe der Liebe nennt, die Frequenz, die ihr in eine Farbe zu begrenzen sucht. Die Frequenz der Liebe drückt sich aus in oh so viel. Erst wenn ihr erkennt, dass in allem Ausdruck die Frequenz der Liebe ruht, seid ihr frei, den Ausdruck zu wählen. Denn der Ausdruck, der bewusst von der Palette der Wahl herabgedrängt wird, drängt sich euch auf mit der gleichen Macht, wie ihr versucht, die Farbe zu verdrängen. Das ultimative Sein, die Befreiung, die Selbstverwirklichung, die Erleuchtung, euer ultimatives, vollkommenes Sein besteht darin, dass ihr alles annehmt als Teil eurer selbst, da ihr wisst, dass ihr euch in allem ausdrückt, ihr, die Liebe, die Frequenz der Liebe, du, die Liebe, das Allsein. Lehnt ihr einen Teil, auch nur einen Bruchteil von euch ab, einen Teil der Welt, einen Teil der Ausdrucksmöglichkeiten, so lehnt ihr euch selbst ab, in eurem Sein, in eurer Vollkommenheit, in eurem Wesen. Diese Selbstablehnung kreiert in euch Unfrieden. In Frieden gelangt ihr nur dann, wenn ihr auch diesen von der Allgemeinheit als schrecklich, als grausam, als nicht zum Frieden gehörend gewerteten Teil annehmt als einen Ausdruck der Liebe. Konkret gesprochen bedeutet dies, dass es nicht gilt, in diesem Jahr, in diesem neuen Moment, dieser neuen goldenen Gelegenheit, in jedem Augenblick nur das auszudrücken, was die Menschen denken, was Liebe ist. Es bedeutet nicht, dass ihr euer Fühlen von dem, was stimmig, richtig und euch angemessen ist, unterdrückt, beiseite schiebt. Es bedeutet nicht, dass ihr etwas seid und etwas anderes nicht seid. Es bedeutet, dass ihr alles erlaubt, dass ihr statt dem zu folgen, was ihr denkt, was ihr sein wollt, was diesem Bild gerecht wird, diesem Bild des spirituellen Menschen, des liebenden Menschen, des gütigen Menschen, dass ihr nicht versucht, diesem Bild gerecht zu werden. Stattdessen
der sich in euch zeigenden Harmonie gerecht seid, den Impulsen folgt, die sich euch zeigen, euch nicht dem Anspruch der anderen beugt, euch nicht eurem eigenen Anspruch beugt, dem Anspruch, auf diese oder jene Weise zu sein, euch zu geben, zu verhalten, um zu scheinen, wie ihr sein wollt. Es bedeutet, zu euch zu stehen, zu dem Ausdruck, den ihr wählt. Aus dem Herzen heraus, aus dem Jetzt heraus, aus dem Moment heraus. Es bedeutet, dazu zu stehen, euch für einen Langschläfer zu halten, für einen faulen Menschen, der den ganzen Tag nichts tut, für einen Menschen, dem Dinge kaputt gehen und herunterfallen, einen Tollpatsch, für einen Menschen, der eigennützig ist und schaut, als erstes bei sich schaut, was ihm gut tut und darum bemüht ist, dies für sich zu tun. Es bedeutet, dass ihr enttäuscht, die Täuschung wegnehmt, um ganz euch selbst, ihr selbst zu sein. Es bedeutet, dass die Liebe sich als erstes euch gegenüber zeigt, sich immer euch gegenüber zeigt, dir gegenüber, denn du bist alles, was ist. Wenn du dir selbst gegenüber die Liebe verweigerst, wenn du dir selbst gegenüber die Natürlichkeit entsagst, versagst, so kannst du nicht erwarten, in der Frequenz der Liebe anderen gegenüber zu sein. Du kannst nur eine Liebe darstellen, doch dieses Darstellen endet mit dem Ende der Bühne. Und du kannst nicht 24 Stunden am Tag Schauspieler sein. Du möchtest sein, jeder möchte sein. Dies ist die Tendenz, das Sehnen im Sein jedes Menschen, das Streben nach Authentizität, wie es oft genannt wird, das Streben nach Wahrhaftigkeit, wie wir es nennen. Die Wahrhaftigkeit findet sich in deinem Selbstzugeständnis. Indem du dir dich selbst zugestehst, bist du nicht mehr in der Trennung, im Egoismus. Du bist in der Annahme, im Sein. Du gestehst dir selbst dein Sein zu mit allem, wonach es deinem Selbst verlangt. Dieses Selbst ist Harmonie. Du folgst also dem Verlangen der Harmonie, den Impulsen aus deinem Herzen, die Harmonie herstellen, aus der Harmonie kommen, in die Harmonie führen und in der Harmonie sind. Du folgst dem magischen Spiel der Harmonie, ohne zu werten, ohne Harmonie kreieren zu wollen, aus der Trennung heraus, in die Trennung hinein. Noch konkreter gesprochen bedeutet dies für dein Leben, dass von nun an dein ganz individuell gelebter Alltag in deiner vollen Verantwortung ruht. Du machst dein Umfeld nicht mehr dafür verantwortlich, was du tust und nicht tust. Wie du handelst, wo du bist, wann du schläfst, wann du isst. Du machst dein Umfeld nicht mehr für dich verantwortlich. Es bedeutet darüber hinaus, dass du nicht mehr Liebe suchst bei Menschen, nicht mehr erwartest, dass Menschen ihre Liebe auf diese oder eine andere Weise ausdrücken. Denn du fühlst die Liebe in dir. Du fühlst, dass alles Ausdruck der Liebe ist, kannst erlauben,
dass du geliebt bist, ohne Beweis zu bekommen durch andere Menschen. Es bedeutet, dass du dich in deiner göttlichen Ehe befindest, mit dir selbst. Du das Kleine, liiert mit du dem Großen, dem Allen, dem Einen, dem Sein, der Göttlichkeit. Du bist liiert, vereint, stets und ständig in deiner Präsenz, der Gottpräsenz. Du als kleines Sein auf der Erde fühlst dich als großes Sein, als Gott sein. In dieser, o so tiefen Liebesbeziehung bist du stets und ständig genährt von der Liebe, die dir frei zur Verfügung steht, ganz gleich, in welchem Konflikt du dich befindest, ganz gleich, wie wenig unterstützt du dich fühlst, wie unverstanden du dich fühlst. Du findest immer Unterstützung, immer Zuflucht, immer Liebe, unendliche Liebe von diesem Gott, dir, in deinem höchsten Sein, deinem höchsten glänzenden, strahlenden, glühenden, leuchtenden Bewusstsein, deiner göttlichen Seinsform, alles was ist, reines Licht, reine Liebe und doch fühlbar als Wesen, liebster Freund, liebste Freundin, als Geliebte, Geliebter, als Kind, als Meister. Du selbst stehst mit dir in allen nur denkbaren, liebevollen, liebevollsten Verhältnissen. Du in menschlicher Form mit deinem göttlichen Sein. Du suchst also nicht mehr die Liebe im Außen, suchst nicht mehr Liebe zu bekommen durch dein Verhalten, durch dein Liebe-Sein auf der Bühne, die Liebe spielen, zum Ausdruck bringen, die du sehen willst auf der Welt. Du kreierst nicht mehr das, was du sehen willst, als etwas extra. Du erlaubst alles, was ist, und kommst damit in die Freiheit der Wahl. Denn alles steht dir frei zur Verfügung. Du kannst einfach wählen, brauchst nichts mehr fernzuhalten, verlierst keine Energie im Widerstand gegen die Dinge, die sind, denn alles darf sein. Du wählst das, was dir entspricht, und bist im Frieden damit, weil du weißt, dass ganz gleich, was du wählst, sich dein Wesen nicht ändert, deine Essenz, die Liebe, die du bist. Dies ist ein Wandel, der viel Mut von dir, von euch abverlangt. Dies ist ein Wandel, der euch desinfiziert, desidentifiziert, der euch von der Infektion des Seinwollens auf eine bestimmte Weise, die den Menschen, andere Menschen kollektiv beeindruckt, ablässt, die euch befreit von dem Wollen, von dem besonders sein wollen, dazugehören wollen, von der Identifikation mit eurem physischen Bild, mit eurem Alter, mit eurem Ausdruck, wie er euch wiedergespiegelt wird auf Bildern, Fotos, Erzählungen, in Geschichten, Darstellungen, Wahrnehmungen, durch andere und euch selbst. Mehr und mehr spürt ihr nun, dass dieser Körper, der dem Wandel unterlegen ist, um euch im Wandel
zu bestärken, der dem Wandel unterlegen ist, um euch im Wandel zu erlauben, der dem Wandel unterlegen ist, um eurem Geist die Möglichkeit des Begreifens und Zulassens von Wandel zu geben. Ihr erlaubt euch, jenseits dieser Form, die sich so wandelt, in eurem Sein, bedeutet, ihr identifiziert euch nicht mehr mit der Form. Ihr fühlt euch in eurem unendlichen Sein, in eurem formlosen Sein, das keinem Wandel unterliegt, weil es ist, was es ist, reine Liebe, reines Licht, Essenz, ewig unendlich, alle Formen annehmen könnend. Ihr genießt fortan den Wandel der Form, genießt, dass die Form ins Leben kommt, sich freut, reifer, größer, älter zu werden, immer fühlt, dass sie etwas anderes sein kann, sein will, sich immer darauf freut, mehr zu werden, größer, älter, schöner, reifer, bis sie sich eines Tages nicht mehr freut und am Alten festhalten will. Ihr löst euch von dieser Anhaftung an die Form, indem ihr fühlt, dass frei von Wertung es keinen Verfall gibt, es frei von Wertung nur fortwährenden Wandel gibt, der so viel mehr euch zeigt, wie sehr ihr alles seid, wie sehr ihr in allem und durch alles hindurch die Schönheit seid, die selbst in ihrem Schönsein so neu, immer wieder neu strahlt, auf so vielfältige Weise scheint, strahlt. Der Wandel erlaubt euch, die wahre Schönheit zu erkennen, denn allzu sehr ist der Mensch, ist das abgetrennte Vorstellungsvermögen gebunden, geblendet von einem Konzept von Schönheit, welches vollkommen an Lebendigkeit, an wahrer Schönheit, an Göttlichkeit verliert, wenn der Geist aus der Form heraustritt. Ihr erkennt, dass der Geist, die Frequenz, die Liebe, die Essenz, das Licht, euer Sein, die Schönheit ausmacht, die Schönheit ist, und somit gebt ihr euch in den Verfall des Physischen, wie ihr es nennt, in das Alterwerden mit so viel Freude hinein, denn es ist umso wundervoller, wenn dieses, was die Menschen als nicht an sich schön beschreiben, von Schönheit nur so strahlt. Das ist der Zauber des Wandels, des physischen Seins. Ihr spürt, wie durch jede Form hindurch das Licht Schönheit wirken lässt. Eine Schönheit, die tief im Herzen berührt, nicht blendet, nicht verblendet, nicht ablenkt, nicht ins Außen führt, nicht im Außen hält. Eine Schönheit, die im Inneren berührt. Ihr geht also jenseits der Form, ihr löst euch von der Identifikation mit eurer Form, mit der Form, mit Form. Und somit werdet ihr weise, denn ihr seid nicht mehr gebunden an ein Konzept, nicht mehr angehaftet an einen Ausdruck,
an ein Ideal. Ihr könnt einfach sein, was ihr seid, und nehmt an, dass ihr dieses Vehikel bekommen habt, das sich so wundervoll anpasst an das, was ihr braucht, was euch gut tut, was euer Erfahren, Erleben ist und von euch fordert, das so wundervoll euch genau dorthin führt, wo ihr sein möchtet. Der Mensch denkt, er empfindet eine Einschränkung von Beweglichkeit durch das Alter, durch das Älterwerden. Wir sagen, wenn dies so ist, wenn euer Körper euch zum weniger Bewegen anhält, so hält er euch zum Mehrsein an. Der Körper ist euer bester Unterstützer, denn er zeigt euch auf physischer, greifbarer, dreidimensionaler Ebene, wonach es euch sehnt. Geht ihr dem nach, was euer Herz von euch wünscht? Folgt ihr euren inneren Impulsen, so bedarf es nicht so sehr der Einschränkung von außen. Fällt es euch schwer, frei zu wählen, so werdet ihr in eurer Wahl begrenzt, eingeschränkt, um weise zu wählen, um doch das zu wählen, was ihr wählen würdet. Was euch schwer fällt zu wählen, weil ihr bei all diesen tausenden Möglichkeiten doch nichts verpassen wollt. Der physische Körper, und wenn ihr Einschränkungen des physischen Wesens fühlt, hilft euch, die rechte Wahl in jedem Moment zu treffen, unterstützt euch in eurem Sein, in eurem euch vertiefen in das, was ihr wirklich seid, in eurem Erinnern, in eurer Essenz. Je mehr ihr also eure Essenz lebt, desto unbefangener könnt ihr mit eurem Körper sein, denn ihr wisst, er unterstützt euch, ihr braucht ihn nicht zu werten, braucht nicht euren Maßstab, irgendeinen Maßstab, keinen kollektiven Maßstab anzulegen an euren Körper, euer physisches Sein. Ihr könnt erlauben, ihr könnt euch jeden Tag, jeden Moment aufs Neue überraschen lassen, wie euer Körper wählt, euch zu unterstützen. Mehr und mehr seid ihr im Frieden mit spontanen Veränderungen, mit spontanen, positiven wie negativen, aus der Wertung des kollektiven Bewusstseins heraus Änderungen eurer Gesundheit, womit wir auf das referieren, was ihr als normal erachtet. Dieses Normal gibt es nicht. Das vollkommene Zusammenspiel zwischen Körper, dem physischen Sein, und eurer Essenz, die dort ihr Zuhause hat, in eurem physischen Sein, die dort ihre Möglichkeit des menschlichen Erlebens hat. Das Zusammenspiel zwischen eurem Sein, eurer Essenz und eurem physischen Ausdruck ist immer vollkommen. Je mehr, je tiefer ihr das fühlt, desto bereiter seid ihr, die Botschaften zu erhalten, desto bereiter seid ihr, nicht in den Widerstand zu gehen, wenn euch plötzlich eine physische Einschränkung von dem abhält, worauf ihr euch gefreut habt, was ihr gerne tut, was ihr tun wollt. Wenn euch plötzlich eine physische Einschränkung aus der Welt herausruft, ruft euch auf euch zu besinnen, euch ruft von einem Moment auf den anderen
sein zu lassen, die Pläne, die wunderschönen und die Dinge, zu denen ihr euch verpflichtet fühlt, sein zu lassen, aufzugeben, wir sagen hinzugeben, euch selbst unterzuordnen, hinzugeben, aufzulösen. Ihr seid bereit, einen solchen plötzlichen physischen Schmerz als Unterstützer, Freund und Erweiterer eures Bewusstseins anzunehmen. Ihr seid bereit, die Botschaft in diesem Schmerz zu empfangen, nicht als ein, was habe ich falsch gemacht, was muss ich richtig tun, woran liegt es, dass dieser Schmerz kam, was kann ich tun, um ihn loszuwerden? Nein, welche Botschaft ruht in diesem plötzlichen Schmerz? Wozu lädt er mich ein? Ihr folgt dann dieser Einladung. Es kann sein, dass es eine Einladung ist, nicht mehr zu werten, den Schmerz als eine Sensation, als ein besonderes Element, das man fühlen kann, zu nehmen. Es kann sein, dass ihr diesen Schmerz neutralisiert in ein Ich fühle etwas und das erlaube ich mir zu fühlen. Ich fürchte nicht, dieses etwas zu fühlen, ich werte es nicht. Ich fühle es. Es darf sein. Und so lasse ich es sein. Ihr wisst, das Sein lassen hat viele Ebenen. Sein lassen bedeutet, es in seiner Existenz zu erlauben. Es bedeutet zugleich, den Fokus nicht darauf zu legen, nicht daran festzuhalten. Und genau so lasst ihr diese Erfahrung von menschlichem Fühlen können, physischem Wahrnehmen können, sein, als eine Wahrnehmung, als eine Bereicherung von dem, was der Mensch, was ihr als Mensch fühlen könnt. Eine Farbe im Reichtum der Farbenpracht des Lebens. Es kann sein, dass der Schmerz euch einlädt, zu euch zurückzukehren, von der Außenwelt Abstand zu nehmen, euch etwas zu isolieren, um wieder ganz in eurer Frequenz, in eurem Feld zu sein, euch zu nähren, zu schöpfen aus euch selbst heraus, an eurem Kraftort den ganzen Tag verbringen zu können. Es kann sein, dass dieser plötzliche Schmerz euch einlädt, das Leben nicht mehr über alles zu stellen, stattdessen das Sein in Dankbarkeit anzunehmen, euer Sein, nicht nur hier, diesseitig, sondern im Gesamten. Die physischen, von euch negativ bewerteten Erfahrungen erlauben euch, über euer diesseitiges Angehaftetsein hinauszugehen. Denn je größer der Schmerz, desto bereiter der Mensch, die Anhaftung an dieses Leben zu lösen. Je größer der Angst vor der Auflösung der Form, je größer die Angst vor der Auflösung der Form, desto leidensbereiter, desto bereiter der Körper, dich leiden zu lassen, um dich fühlen zu lassen, dass die Form nicht alles ist, dich einschränken kann,
um dich an dein Sein zu erinnern. Wir sagen hier viel, oh so viel, und vieles von dem trifft auf dich gerade jetzt nicht zu. Und doch, du weißt, alles trifft auf dich zu, in simultaner Zeit, denn du bist alles, was ist, in jeder Erfahrung, durch jede Erfahrung, in jedem Menschen, durch jeden Menschen hindurch, durch alles, was ist, jeden Ausdruck des Seins, formlos wie formhaftig. Die Angst also vor einem Schmerz, der nicht aushaltbar ist, wie mancher von euch die Angst hat, einer physischen Belastung nicht standhalten zu können, einer geistigen Belastung nicht standhalten zu können, einer Geburt nicht standhalten zu können mit all den Schmerzen, die damit einhergehen. Diese Angst zu lösen, braucht nicht viel. Sie braucht eines. Und das ist das tiefe Wissen, das Vertrauen, wir sagen tiefes Wissen, dass du geführt bist, dass du unterstützt bist, dass niemals dir etwas zugemutet wird, das deine Kraft übersteigt, das die Freude deines Herzens vernichtet. Dir wird immer nur gerade so viel zugemutet, wie es für dich in deiner Abenteuerfreude liegt. Es mag sich nicht immer so anfühlen und doch nichts, was du dir selbst zumutest als das Göttliche, das du bist, was du dir als Göttliches, dir als Menschlichem zumutest. Es ist niemals mehr als das, was du tragen und ertragen kannst. Jesus ist nicht am Leid der Welt gestorben. Jesus ist nicht gestorben durch das, was ihm zugemutet wurde. Jesus ist nicht gestorben. Er hat seine physische Form genau so lange unterstützt, wie sie ihn unterstützt hat in seiner Erfahrung, dem, was er für sich individuell und kollektiv für die Menschheit erfahren, erleben wollte, worauf das Bewusstsein zurückgreifen wollte in jedem Moment. Und genau so wird dir stets und ständig immer nur genau das geschenkt, was in deiner Abenteuerfreude liegt, in deiner Freude des Lebens. Nicht jeder hat die gleiche Erfahrung. Es gibt Menschen, die jeden Monat unter Menstruationsschmerzen, sehr starken Menstruationsschmerzen leiden. Es gibt Menschen, die regelmäßig unter starken Kopfschmerzen, starker Migräne leiden. Es gibt Menschen, die chronische Beschwerden haben. Es gibt Menschen, die so gut wie gar keine oder gar keine physischen Beschwerden haben. Und doch, jeder Mensch erlebt sein Sein auf unterschiedliche Weise. So gibt es Menschen, die kaum Geburtsschmerzen fühlen, da das, was sie dort leben, so lieben, da sie das Geschöpf, was dort auf die Erde kommt, so lieben, dass diese Liebe alles in eine Frequenz des Seins, des Empfangens taucht, in ein goldenes Licht, bei dem die physische Wahrnehmung vollkommen ausgeblendet ist. Schmerz ist nur so sehr da, wie der Fokus auf ihm ruht. Es gibt keinen Schmerz ohne den Fokus. In dem Moment, in dem du im Rücken einen Schmerz fühlst, dich jedoch auf deinen kleinen Zeh konzentrierst, mit aller Fokuskonzentration in deinem kleinen Zeh ruhst, der Spitze deines kleinen Zehs,
kannst du deinen Schmerz im Rücken nicht fühlen, denn dein Fokus liegt im kleinen Zeh. Ist die Freude über dieses neue Geschöpf, das du zur Erde bringst, die Freude über das, was du erlebst, über die Liebe, über das Sein. Ist die Freude überwiegend? Ist die Freude dich ganz erfüllend? Fühlst du keinen Schmerz? Wir regen dich, all jene also an von euch, die Schmerz fühlen oder vor Schmerz Angst haben, euren Fokus zu lösen von dem Schmerz, euren Fokus zu lenken auf den Zauber des Lebens, auf das Licht, auf die Liebe, euch nicht zu zwingen, Bewegungen zu machen, die euch schmerzen, einen Alltag zu verbringen, der euch herausfordert, den euer Körper gerade nicht unterstützt. Wir laden euch ein, euren Körper als Unterstützer eurer selbst zu nehmen und euren Körper zu unterstützen und damit zu fühlen, dass wenn ihr tut, was eurem Körper gut tut, ihr euch selbst gut tut. Dies ist ein Spiel, das sich selbst genügt, sich selbst aufhebt. Denn wenn ihr tut, was eurem Körper gut tut, so tut euer Körper euch gut und braucht euch nicht mehr zu begrenzen, nicht mehr zu beschränken. Doch ihr tut es nicht, damit euer Körper euch entgrenzt. Nein, ihr tut es, um selbst genau dort zu sein, in der Wahl, die euch am besten tut, die euer Körper euch vorschlägt. Übt also, euch auf etwas zu konzentrieren, zu fokussieren, das euch erhebt, das Essenz ist, Liebe ist. Ihr könnt euch auf euren Atem konzentrieren, der so zuverlässig ein- und ausströmt, euren Atem vertiefen und schauen, welche Haltung des Körpers ihr einnehmen könnt, indem euer Atem am tiefsten ist, am tiefsten fließt, euch am vollständigsten mit frischer neuer Energie versorgt. Ihr mögt fühlen, dass Schmerz euch dazu einlädt, euch zu verhärten, zu verkrümmen, euch so klein wie nur möglich, so dicht wie nur möglich zu machen. Löst ihr diese Dichte, löst ihr diese Anspannung, fühlt ihr hinein, in welche Bereiche des Körpers ihr den Strom des Lichts, der Liebe, des Sauerstoffs, des Atems fließen lassen könnt. Fühlt ihr hinein, wo überall Luft hineinfließen kann, wo überall Liebe, Licht, Essenz, Freude hineinfließen kann, Heilungslicht, goldweißes Licht, grünes Licht, wo überall Vollkommenheit, Liebe hineinfließen kann, so spürt ihr, dass ihr automatisch dort löst, dass ihr Raum gebt für die Liebe, das Licht, für das, wozu euer Körper euch vorher eingeladen hat, euch so zu verengen, zu verkrümmen, dass ihr nicht mehr das Physische an erste Stelle stellen könnt und wollt und unweigerlich euch aus dem Körper erheben wollt. Löst ihr den Körper, öffnet ihr ihn wieder für das Sein, für die Frequenz der Essenz. So erlaubt ihr euch selbst wieder in die Harmonie, die nicht durch Begrenzung, Beschränkung euch zugeteilt wird, durch die Unterstützung eures physischen dreidimensionalen Seins, sondern durch eure freie Wahl euch zuteil wird. Ihr erlaubt euch, in und durch eure physisches hindurch, öffnet ihr also eure Zellen für das Licht,
löst ihr eure Muskeln der Anspannung für die Freiheit des Seins. Erlaubt ihr euch selbst Ausdruck von euch selbst zu sein. So öffnet sich euer System wieder für das Fließen des Lichts. Wir sagen nicht, dass der Schmerz damit verschwindet. Wir sagen, dass eure Realität sich wandelt, euer Fokus nicht mehr im Schmerz, in der Zusammenziehung, in der Verdichtung liegt. Euer Fokus in der Harmonie, im Zusammenspiel, im Einssein ruht. Übt ihr dies in den kleineren, nicht gar so einschränkend tiefgehenden Dingen, so gelingt es euch auch dann, darauf zuzugreifen, wenn die Umstände gravierender sind, der Schmerz größer, die Herausforderung einnehmender. Übt im Kleinen euch zu erlauben im Sein, übt im Kleinen zu euch zu stehen, für euch einzustehen, nicht auf der Bühne darzustellen, sondern im Herzen, eurem Herzen zu sein, in der Liebe, eurer Liebe zu sein und damit in aller Liebe zu sein mit allem, was ist. Hinterfragt euch nicht, zweifelt nicht an, was ihr tut, und seht, wenn ihr in den Spiegel blickt, wenn ihr beschrieben werdet, wenn ihr bewertet werdet von anderen, von euch selbst. Ruht in euch und fühlt, dass dieses, was in euch ruht, Gott selbst ist. Erlaubt euch euer göttliches Sein. Ihr werdet merken, dass euer ganzes System weniger und weniger auf die Impulse von außen reagiert. Ihr werdet merken, dass ihr nicht mehr wie automatisiert, instinkthaft, reflexartig mit eurem physischen System reagiert, wie ihr stattdessen euer physisches System wie eine wunderschöne, so ästhetisch anzuschauende Figur euer Leben umspielen seht. Ihr seid dankbar für alles, was ist, könnt unterscheiden zwischen eurem Sein und dem Ausdruck, dem vielfältigen Ausdruck von Sein. Und so gelangt ihr immer tiefer hinein in das, was ihr wirklich seid, was du wirklich bist. Alles, was ist. Essenz. Reine Liebe. Du beginnst mit dir, dem Bejahen von dir selbst. Nicht in dem dich zwingen, nein, in dem du selbst sein, das Selbst, das keine Einschränkung kennt, das immer Liebe ist, ganz gleich, wie es diese ausdrückt. Es beginnt mit dem dich in allen Ausdrucksweisen, in allen Facetten, in allem, was ist, bejahen.
Wir lieben euch, dich, Wunder, denn ihr seid das Wunder der Welt, das Wunder des Seins in Form, zugleich wie ihr alles seid, was ist, eins in sich, vollkommen, ewig, unendlich. Und so lieben wir dich. Wir lieben euch. Wir lieben, denn das ist, was wir sind, das ist, was du bist. Wir sind durch dich, du bist durch uns. Alles ist eins. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.